Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch, Paris Saint-Germain. Die Franzosen folgen Inter Mailand in das Finale von München. Und die Franzosen haben auch wieder einmal bewiesen, dass eine gute Taktik und ein gutes System und viel Teamwork wesentlich wichtiger sind als große Namen. Trotz alledem möchte ich klarstellen, dass in diesem Finale mein Herz schwarz und blau schlagen wird. Ich bin einfach viel zu dankbar an Inter Mailand. Also Forza Inter. Ja, heute in dem Video bleiben wir bei dem Thema Champions League, denn nachdem sich vorgestern Hansi Flick, Pedri, Javi Martinez und sämtliche spanische Medien über den Schiedsrichter ausgelassen haben, haben gestern noch der Präsident vom FC Barcelona, Joan Laporta, und auch der Spieler Gavi noch einmal nachgetreten. Und das schon ziemlich krass. Was da los war, erzähle ich euch natürlich. Aber auch der Pole selber, Marciniak, hat sich geäußert. Also ich verspreche euch, das wird sehr interessant. Ja, und dann unterhalten wir uns natürlich auch über den Thumbnail, über die Überschrift, die ihr gelesen habt. Real Madrid steigt ins Rennen um Dejan Huijsen ein. Und das bestätigen 3 verschiedene Quellen in Spanien. Sowohl El Marca als auch Cadena Ser als auch The Athletic sind sich einig, Real Madrid möchte den spanischen Nationalspieler. Alle Infos dazu gibt's in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, auch wenn die Aussicht in der Intro mit Sicherheit etwas schöner war, ist mir doch für das Hauptvideo die Tonqualität schon etwas wichtiger. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja, wie in der Intro schon gesagt, der FC Barcelona lässt nicht locker. Wir erinnern uns alle daran, habe ich euch gestern in meinem Video schon gezeigt. Pedri hat gesagt, der Schiedsrichter wäre voreingenommen gewesen. So etwas sei dem FC Barcelona schon öfter unter ihm passiert. Die UEFA müsste reagieren. Javi Martinez, Araujo etc. Alle haben gesagt, der Schiedsrichter hätte nur für Inter Mailand gepfiffen. Und Hansi Flick hat das Ganze sogar an 2 verschiedenen Quellen getan. Nach dem Spiel und in der Pressekonferenz noch einmal, obwohl er doch vor 2-3 Wochen noch der Moralapostel war, der uns erklärt hat, man darf nicht über die Schiedsrichter reden, die hätten doch Familie. Ja, wie sich das Blatt doch wendet. Ja, wie dem auch sei, gestern hat sich Joan Laporta in einem Interview zu Wort gemeldet auf dem vereinsinternen Kanal. Und um es kurz zu machen, hören wir uns mal an, ich habe natürlich nur das Wichtigste für euch zusammengeschnitten, was Joan Laporta zur Schiedsrichterleistung gesagt hat. Hat es nicht geklappt. Fürs Finale in München, aber es sollte nicht sein. Lag an Schiedsrichterentscheidungen, die uns schadeten. Muss uns stärker machen, damit wir die nötige Mentalität für den Ligasieg entwickeln, oder? Der FC Barcelona ist also nur nicht im Finale wegen der Entscheidungen vom Schiedsrichter. Und Gavi hat sogar noch mehr hinterhergetreten. Er hat gestern ein Statement auf Instagram gepostet, wo er gesagt hat, nach dieser Wundersaison, die wir haben die Hose voll, die wollten uns nicht lassen. Wer ist die? Die ganze Welt feuert euch doch an. In was für einer Fantasiewelt lebst du denn? Schaut euch doch mal bitte die spanischen Journalisten an, die deutschen Journalisten, egal wo. Jeder war doch gefühlt für den FC Barcelona. Wer sind die? Naja, aber jetzt bin ich gespannt. Hat Marciniak keine Familie? Hat er keinen Sohn, der in irgendeine Schule geht? Ist das für die deutschen Medien nicht interessant? Erzeugt das Druck auf die nächsten Schiedsrichter, die den FC Barcelona pfeifen? Denn die Schiedsrichter wissen ganz genau, wenn ich diese 50-50-Situationen in Zukunft nicht für den FC Barcelona pfeife, dann bricht dieses Höllenfeuer aus. Und die Schiedsrichter werden nicht so geschützt wie die Schiedsrichter, die von Real Madrid angeblich attackiert werden, weil Real Madrid
auf dem vereinsinternen Kanal Videos postet über die Fehler, die die Schiedsrichter tatsächlich gemacht haben. Nicht wie der FC Barcelona, wo die gesamten internationalen Medien von Hansi Flick zu hören bekommen, dass der Schiedsrichter jede Aktion falsch rumgepfiffen hat. Und das Schlimmste an allem, der hat nicht mal irgendwas falsch gemacht. Es war nicht eine Situation, wo ich denke, boah, im Gegenteil. Wenn es nach Marciniak gegangen wäre, hätte er den Elfmeter für Inter nicht gepfiffen. Wenn es nach Marciniak gegangen wäre, hätte es einen Elfmeter für Barcelona gegeben. Was soll der denn noch machen? Der kann doch nichts dafür, dass das VAR ihm gesagt hat, Brudi, du liegst falsch. Bei beiden Entscheidungen, also bei beiden wichtigen Entscheidungen, entscheidet sich bei diesen 50-50-Entscheidungen Marciniak für den FC Barcelona und trotzdem meckern alle über den. Wie geht das? Und wenn wir schon mal dabei sind, eine Szene möchte ich euch noch zeigen, die ich gestern entdeckt habe und die mich persönlich extrem an den Elfmeter von Asensio gegen Merino auch in der Champions League erinnert haben. Ihr erinnert euch an die Szene, Ecke für Arsenal, Asensio hält Merino fest, Elfmeter, und jeder auf dieser Fußballwelt hat uns erzählt, das ist ein glasklarer Elfmeter. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal diese Szene und frage euch nach eurer Meinung. Ich habe vielleicht eine zu große Madrid-Brille an, deshalb frage ich euch, das, was ihr gerade seht, ist das Elfmeter für euch? Und wenn ja, warum hat sich das VAR nicht eingemischt? Warum bei Asensio gegen Merino schon? Da musste das VAR nämlich eingreifen, um zu zeigen, dass es ein L war. Waren die Schiedsrichter vielleicht gar nicht so gegen den FC Barcelona? Aber ihr seht, was da passiert. Ein Schiedsrichter, der die wichtigen 50-50-Entscheidungen für den FC Barcelona gepfiffen hat. Das VAR musste ihn beide Male korrigieren. Ein VAR, das diesen klaren Elfmeter, meiner Meinung nach, nicht den Schiedsrichter zum Monitor gerufen hat. Und trotz alledem bricht die Hölle aus. Bin ich gespannt, was das mit den Schiedsrichtern in Zukunft macht. Ja, aber auch Marciniak hat sich dazu geäußert. Dem ist der Kragen geplatzt und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass er lieber weinend auf einer Pressekonferenz zusammengebrochen wäre und über seinen Sohn und seine Schulkameraden geredet hätte. Ich glaube, das hätte einen viel größeren Impact. Aber der Pole hat Folgendes gesagt. Marciniak, Beschwerde von Barcelona? Es ist lustig. Ihre Kommentare sind lächerlich. Was soll ich zu diesen dummen Kommentaren sagen? Ich habe niemanden verletzt. Inters drittes Tor war absolut gültig. Und er hat auch gesagt, er ist absolut bereit, falls Beschwerden oder Anzeigen kommen, denn auch das wurde von den spanischen Medien schon so weitergetragen. Der FC Barcelona könnte Beschwerde einreichen, könnte eine Klage einreichen. Absolut lächerlich. Wie gesagt, starke Worte von dem Schiedsrichter. Ich hätte mir eine andere Taktik gewünscht, wenn er weinend zusammengebrochen wäre. Weiß Gott, vielleicht wären dann auch mal die deutschen Medien so weit gewesen, den FC Barcelona zu kritisieren. Ich weiß nicht, was noch passieren soll. Der gesamte Verein beschwert sich über den Schiedsrichter. Ein Spieler bespuckt einen Interspieler und hier hört man kein bisschen Kritik. Unglaublich. Ja, und ich habe euch gestern auch noch ein Beispiel gezeigt, gegen was Real Madrid in Spanien alles ankämpfen muss. Als Madrid-Fan wird man ja als lächerlich dargestellt, wenn man behauptet, die Instanzen in Spanien sind gegen Madrid eingestellt. Man sagt immer, Madrid geht in die Opferrolle, aber ich habe euch ja gestern das Beispiel mit dem CSD gezeigt, was im Hintergrund, was ihr da sehen könnt. Die haben an den FC Barcelona emotionale Worte geschrieben, dass die es doch verdient hätten, etc. pp. Das spanische Sportministerium hat das getweetet. Aber ich habe euch auch gezeigt, dass dieses spanische Sportministerium noch nie ein Wort über Real Madrid verloren hat. Die Mannschaft, die dieses Ding so oft geholt hat wie keine andere Mannschaft, die dieses Ding 3-mal am Stück geholt hat oder 6-mal in 10 Jahren. Damit ihr mal seht,
wie unterschiedlich Spanien Real Madrid oder den FC Barcelona behandelt. Ja, und das ist nicht nur so bei dem Sportministerium, sondern auch bei der Fernsehübertragung. Ich habe jetzt einen kurzen Zusammenschnitt für euch. Da könnt ihr euch die Reaktion anhören vom Movistar. Movistar ist der Kanal, der die Champions League Spiele überträgt. Und ich habe mal einen kleinen Zusammenschnitt für euch. Da hört ihr, wie der Moderator nach einem Tor gegen Barca reagiert und nach einem Tor gegen Real Madrid. Und dann bin ich über eure Meinung gespannt. Spitzt die Ohren, hört da einmal genau hin. Olmo que se lía, Dani Olmo que regalo, atención que se queda solo Dumfries, la va a jugar para Lautaro, gol. Balón parado para el City, golpea la pelota directo. ¡Gol de Bernardo Silva! Pelota Çalhanoğlu, pita Marciniak, coge un par de metros, va a disparar, gol. A la frontal del área, Stone para Foden, el disparo. ¡Golazo extraordinario de Foden! Lo avisaba. Que cae, puede haber falta, dice el colegiado que no, el centro, peligro, gol. Und ich glaube, ganz ehrlich, selbst obwohl ihr kein Wort Spanisch sprecht, hört ihr diesen Unterschied. Wenn der FC Barcelona ein Tor kassiert in einem wichtigen Spiel, ist es Goal. Und wenn Real Madrid ein Tor kassiert, die spanische Mannschaft, dann ist es Goal. Und seht ihr, und dann sagt man uns Madrid-Fans aber, dass wir uns das einbilden. Wir hören das Spieltag für Spieltag in diesen Reaktionen. Wir sehen, was das Sportministerium für den einen schreibt und für den anderen nicht. Aber wir bilden uns das ja alles ein. Ja, wie dem auch sei, genug zu diesem Thema. Ich glaube, ihr erkennt inzwischen, wo die Tendenz in Spanien hingeht. Naja, es ist halt nicht einfach, an der Spitze zu stehen. Die Neider, die Hater. Irgendwann kommen sie alle aus ihren Höhlen und zeigen ihr wahres Gesicht. Wie dem auch sei, ein Spieler, der trotz alledem in Weiß spielen möchte für Real Madrid, ist der 19-jährige Innenverteidiger Dejan Huijsen. Und Fabrizio Romano hat schon etliche Male immer wieder zu diesem Jungen das Gleiche gesagt. Wenn es nur nach ihm gehen würde, würde er gerne bei Real Madrid spielen. Er hat selber in Interviews gesagt, seine Freunde sagen ihm alle, er soll doch nach Real Madrid wechseln. Sein Vater hat in dem Podcast mal gesagt, er würde sich über einen Transfer nach Real Madrid freuen. Aber Fabrizio Romano hat auch klar gemacht, Real Madrid hat sich bis jetzt noch kein Millimeter in diese Richtung bewegt. Die englischen Topvereine sind viel aktiver, viel intensiver. Und sowohl Bournemouth als auch Dejan Huijsen selber möchten kein langes Wechselspektakel. Es gibt eine Ausstiegsklausel. Der Innenverteidiger möchte, dass das Ding so schnell wie möglich abgeschlossen ist. Und die Premier League ist zurzeit, hat einen Vorsprung. Auch die Bayern sind interessiert. Aber es sieht so aus, als wenn die Premier League da eine Nasenlänge vorne wäre. Allerdings hat Real Madrid jetzt endlich das Trara rund um Carlo Ancelotti und Xabi Alonso anscheinend endlich gelöst und ist bereit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Und Real Madrid möchte eine sehr schnelle Lösung, viel schneller als ihr alle denkt. Lesen wir uns den Artikel von Marca zusammen einmal durch. Real Madrid verstärkt seinen Griff um Huijsen mit der Premier League als Feind. Real Madrid ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger und wird nicht 100 Millionen Euro ausgeben wie für Saliba. Real Madrid muss für die nächste Saison einen Innenverteidiger verpflichten. Zu diesem Schluss kommen zumindest diejenigen, die bei den Gesprächen in Valdebebas ein Wort mitzureden haben. Falls es gelingt, eine solche Verstärkung zu finden, soll sie bei der FIFA-Club-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den Vereinigten Staaten dabei sein, die für den Verein eine echte Priorität geworden ist. Dies ist eines der Ziele, die im nächsten Transferfenster erreicht werden sollen. Aber es ist auch klar, dass dies nicht um jeden Preis geschehen soll. Der Name, über den in Valdebebas am meisten gesprochen wird und um den sich die Vereinsführung bemüht, ist Dejan Huijsen. Wie Marca anlässlich seines Debüts in der Nationalmannschaft berichtete, gehört der spanische Nationalspieler zu den Spielern, die beobachtet werden, um zu sehen, wie sie sich entwickeln und was sie der Mannschaft bringen könnten. Er hat die Tests bestanden und alle Berichte deuten darauf hin, dass er ein Top-Innenverteidiger für das nächste Jahrzehnt sein wird. Was er mit seinen 19 Jahren bei Iraolas Bournemouth zu bieten hat, erregt die Aufmerksamkeit vieler, nicht nur von Real Madrid. Mehrere Teams aus der Premier League scheinen bereit zu sein,
die 58 Millionen Euro, auf die seine Klausel taxiert wird, zu übernehmen. Allen voran der FC Chelsea. Madrid ist der Meinung, dass der spanische Verteidiger mit niederländischer Herkunft eine interessante Ergänzung für seinen Kader sein könnte. Charakter, Mut, Präsenz und Weitblick am Ball sind seine Qualitäten. Bereits vor Jahren hat Real Madrid versucht, einen Vertrag mit Huijsen abzuschließen. Jetzt hat sich das Interesse vervielfacht, weil der Innenverteidiger in so einem komplizierten und anspruchsvollen Wettbewerb wie der Premier League auftrumpft. Das Problem, auf das Real Madrid gestoßen ist nichts anderes als das hohe Geld, das andere Clubs, vor allem in der Premier League, dem Innenverteidiger bieten, um ihn zu verpflichten. Allen voran Chelsea. In diesem Sinne, zu konkurrieren wird nicht möglich sein. Denn wenn es eine Sache gibt, über die sich Real Madrid im Klaren ist, dann ist es, mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, wie im letzten Sommer mit Joro geschehen. Andere Namen, die am Horizont auftauchen, sind die von Konaté und Saliba. Aber die beiden französischen Nationalspieler gehören zu der Gruppe von Spielern, die Real Madrid verfolgt und darauf wartet, dass ihre Verträge auslaufen. Was im Sommer 2026 für den Innenverteidiger von Liverpool und 2027 für den Verteidiger von Arsenal der Fall sein wird. Es handelt sich um Spieler im Wert von 100 Millionen Euro. Ein Betrag, den Real Madrid nicht bereit ist, für die Ankunft eines Innenverteidigers zu zahlen. Die letzte große Ablöse, die der Verein an eine andere Mannschaft gezahlt hat, ist die von Bellingham und die 103 Millionen, die an Borussia Dortmund gezahlt wurden, mit weiteren 30 Millionen an Variablen. Alaba, Rüdiger, Militao und Asensio sind die aktuellen Innenverteidiger von Real Madrid. Die ersten beiden kamen ablösefrei, während der verletzte brasilianische Innenverteidiger im Jahr 2019 für 50 Millionen Euro geholt wurde. Asensio ist der jüngste Neuzugang aus dem Weißen Steinbruch, aus dem noch einige andere Namen könnten, wie Ribas, Aguado, Joan Martinez und Jacobo Ramon. Ja, ihr habt es selber gehört und ganz ehrlich, dieser Artikel ergibt für mich sehr viel Sinn. Zum einen, Real Madrid möchte sich für die Club-WM verstärken. Logisch, ich habe euch seit Monaten auf meinem Kanal gesagt, dass diese Club-WM in diesem Sommer für Real Madrid sogar wichtiger ist als die Champions League. Es werden höhere Prämien an die Spieler ausgezahlt. Für Florentino Perez wäre es ein enormer Imagegewinn, diesen Titel zu holen. Der erste Clubweltmeister der Geschichte zu sein. Wir alle wissen nicht, ob wir in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir alle noch leben hoffentlich, wie wichtig uns diese Club-WM ist. Die ist nur einmal alle 4 Jahre. Vielleicht ist die uns tatsächlich allen wichtiger als die Champions League bis dahin. Zurzeit ist das bei mir noch nicht so. Aber naja, Florentino Perez ist es enorm wichtig. Deshalb möchte er auch Xabi Alonso bei der Club-WM haben. Deshalb möchte er auch Trent Alexander-Arnold haben. Und deshalb möchte er auch die Innenverteidigung verstärken. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, mit der Innenverteidigung, die wir zurzeit haben, wäre es ein Wunder, wenn wir weit bei diesem Turnier kommen. Dazu wurde in dem Artikel auch gesagt, was ich euch immer wieder sage, Florentino Perez wird nie über 100 Millionen Euro für einen Innenverteidiger ausgeben. Real Madrid nimmt so viel Geld nur in die Hand für Stürmer oder Mittelfeldspieler wie Bellingham, wo man weiß, das ist ein Jahrhunderttalent, der Junge, der wird den Fußball in den nächsten 10 Jahren dominieren. Dann nimmt Madrid so viel Geld in die Hand. Aber für einen Innenverteidiger, das war noch nie und wird nie die Philosophie von Florentino Perez. Aber sie haben auch gezeigt, 50 Millionen haben Real Madrid schon mal in die Hand genommen für einen Eder Militao und für Dejan Huijsen kann man sich vorstellen, diese Klausel auch zu übernehmen. Ja, gehaltstechnisch wird man mit den Premier League Mannschaften nicht mithalten können. Real Madrid hat eine ganz andere Gehaltsstruktur und Dejan Huijsen müsste sich in diese Struktur anpassen, wenn er für Real Madrid spielen will. Diese Information, die der Marca gestern gegeben hat, wurde übrigens auch von The Athletic und abends auch von Cadena Ser bestätigt. Also 3 verschiedene Quellen sagen alle das Gleiche. Real Madrid möchte Dejan Huijsen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wäre das der richtige Transfer für Real Madrid eurer Meinung nach? Oder würdet ihr aufs Ganze gehen und über 100 Millionen versuchen, für einen Saliba auszugeben? Ich bin gespannt, werde mir eure Kommentare dazu durchlesen und ich bin auch gespannt, was ihr über die Aktion vom FC Barcelona und über diese Elfmeterszene, die ich euch gezeigt habe, zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren und wenn ihr schon mal da unten seid, lasst ein Like da, teilen, followen etc. pp. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. A la Madrid!